Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und heute geht für mich ein Lebenstraum in Erfüllung, denn ich darf heute hier am Col de Turini mein Lieblings-Audi fahren, und zwar den Audi TTS Roadster. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden nur ganz kurz über die Optik sprechen und anschließend dann hier durch diese kurvigen Straßen gemeinsam fahren. Heißt, es wird kein klassisches Review. Also würde ich sagen, ihr kommt mal mit und wir schauen ihn uns erstmal genauer an. Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Heißt, es ist quasi ein Check24 nur für Leasingangebote. Und jetzt sprechen wir hier über meinen Lieblings-Audi. Wir haben hier den 5-Zylinder, wir sind hier auf der Quattro-Tour, heißt, wir haben hier auch ein Allrad. Wir haben hier den 2,5 Liter Benziner, der nicht nur einen geilen Sound macht, sondern eben die Vorteile von dem 4-Zylinder, die Effizienz und aber auch die Performance von dem 6-Zylinder vor 45 Jahren verbinden sollte. Und den gibt es jetzt schon 45 Jahre und wir fahren ihn jetzt heute hier gemeinsam durch Südfrankreich. Wenn wir jetzt über die Optik sprechen, steht er jetzt hier in einem wunderschönen Turboblau. Ich stehe auf die Farbe mit einem Black-Paket. Heißt, vorne haben wir jetzt schwarze Audi-Ringe, auch hinten haben wir schwarze Audi-Ringe. Und wir haben jetzt hier das RS-Modell, heißt, er sieht von vorne viel aggressiver aus. Sieht man einerseits an dem Single-Frame mit der Wabenoptik jetzt hier vorne, an den schwarzen Lippen hier unten auch ebenfalls in Klavierlack. Quattro steht jetzt hier nochmal sehr stolz drauf. Und auch die Boomerangs hier an der Seite sind nochmal geschmückt mit dem Wabenmuster. Mega geile Optik, wie ich finde, von vorne. Serienmäßig bekommt ihr hier LED-Licht, optional Matrix-LED-Licht. Matrix-LED-Licht ist gut, denn auch wenn es jetzt gerade hier ein bisschen dunkel wird, leuchtet es den Gegenverkehr ab, aber blendet beispielsweise Schilder an. Heißt, ihr fahrt permanent eben mit Fernlicht. Wenn wir jetzt hier in die Seite gehen, spreche ich vielleicht noch über die Maße. Der ist 4,20 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,34 Meter hoch. Das sind für mich die idealen Ausmaße. Ich konnte hier wählen zwischen dem RS Q3, zwischen dem RS3 und dem TTS. Ich habe mir den TTS geschnappt. Jan hat sich den SUV geschnappt. Der wird ja auch immer ein bisschen älter, muss ein bisschen höher einsteigen. Und ich habe mir vor allem das Cabrio geschnappt. Den gibt es auch als Coupé. Dann habt ihr hier hinten noch 2 Sitze als Notsitze. Das ist ein Vorteil. Nachteil ist aber, ihr habt einfach kein Cabrio. Hier an der Seite dann noch die silberne TT-Kappe für den Tank. Finde ich mega. Manche mögen den, manche nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich finde, der gehört einfach beim TT dazu. Ist ein Klassiker. Und was ich ja ganz vergessen habe zu sagen, den wird es nicht mehr geben. Seit 2019 ist jetzt offiziell, dass er eingestellt wird. Ich war mega traurig. Ich liebe dieses Auto. Wie gesagt, das ist mein Lieblings-Audi, aber deswegen möchte ich euch heute noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie wir hier jetzt durch die Straßen fahren. Allrad habe ich euch schon gesagt, mit einer Lamellenkupplung von vorne nach hinten wird die Kraft übertragen und wir haben jetzt hier die adaptiven Dämpfer. Wenn wir uns jetzt das Heck noch anschauen, haben wir hier jetzt in schwarz TTS, wie gesagt, schwarze Audi-Ringe, fester Spoiler hinten. Der ist mega, wie ich finde, hier jetzt auch nochmal mit schwarzen Enden an den Seiten. Und bevor wir jetzt über den Sound sprechen, beziehungsweise den zeige ich euch lieber nachher bei der Fahrt, schauen wir uns hier unten noch den Diffusor an und die Sportabgasanlage. Die haben wir jetzt hier optional dabei, kostet ungefähr 1.000 € und erkennt man immer an den ovalen Endrohren hier unten. Mega geiler Sound, unrunde Zündfolge 1, 2, 4, 5, 3. Ich zeige es euch später, und was ich euch aber noch zeigen möchte, bevor Jan jetzt auf die Seite geht, ist der Kofferraum, weil wir sind hier jetzt 2 Wochen lang am Stück unterwegs. Heißt, wir haben 2 Koffer dabei und nochmal 2 kleine Koffer. Also ich meinen Rucksack und Jan seinen Koffer. Und der hatte 280 Liter Fassungsvermögen. Das hat alles reingepasst. Und die Leute von Audi haben gesagt, das klappt doch niemals. Sollen wir euch noch was abnehmen? Aber nix da. Mein TT kann das auf jeden Fall. Da passt alles rein. Für mich im Alltag auf jeden Fall ausreichend. Jetzt gehen wir noch kurz nach vorne und ich erzähle euch jetzt noch was zu den Motordaten. Ich mache dafür mal kurz die Motorhaube auf, weil darum geht es ja hier bei dem Auto vor allem. Springe ich mal kurz nach hinten. Und den möchte ich euch natürlich auch zeigen. Da kommt auch schon der nächste Audi. Ich hoffe, der denkt jetzt nicht, dass wir eine Panne haben oder so. Und hier haben wir ihn jetzt, den 1, 2, 3, 4, 5 Zylinder mit 2,5 Liter, 400 PS, 480 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der ist in 3,9 Sekunden auf 100.
Mega geil, verbraucht irgendwas über 9 Liter nach WLTP. Was wir verbraucht haben, erzähle ich euch auch später noch, aber darum soll es jetzt in dem Video gar nicht gehen. Und wird VMAX 250 km/h schnell. Jetzt mache ich wieder zu. Wir fahren jetzt geschwind los. Ich freue mich mega. Ich zeige euch noch ganz kurz den Innenraum. Der ist nämlich mega schön hier drin. Und dann fahren wir gemeinsam los und ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Kommt mit! Jetzt zeige ich euch noch kurz den Innenraum, bevor wir losfahren, und fangen wir erstmal mit den Sitzen an. Die passen hier jetzt total zu dem Turboblau außen. Mega geile Sportsitze, RS hier jetzt eingeprägt. Wabensteppung hier, mega geile Qualität, wie man es von Audi eben kennt. Ihr könnt jetzt hier auch nochmal die Knieverlängerung rausfahren, falls ihr lange Beine habt. Ich habe das ja nicht. Und ihr habt vor allem Seitenbacken, die relativ hart gepolstert sind, aber darum geht es ja hier auch. Ihr sollt hart gepolstert sein, vor allem eben bei so kurvenreichen Straßen. Ihr habt hier übrigens Überrollbügel noch in einem Klavierlack, finde ich mega schick. Hier an der Seite bei den Sitzen dann auch nochmal blau. Ich sitze sehr gut, ich habe sehr schnell eine Sitzposition gefunden, vor allem sind sie elektrisch einstellbar. Tür ist auch mit ganz viel Alcantara, mega geil, auch da auf der Armauflage gepolstert, sehr gute Verarbeitung, kaum Hartplastik. Ich stehe auf die Tür. Ihr habt auch eine Einstiegsleiste, TTS steht dann auch nochmal drauf, RS Fußmatten. Ich fühle mich hier drin einfach total wohl. Was ich aber am liebsten mag beim TT bzw. beim TTRS, dass er ein ganz anderes Innenraumkonzept hat, wie die anderen Audis, die man eben kennt, weil es ist total puristisch. Ich habe hier vorne in meinem digitalen Cockpit alles, auch das Infotainment, habe hier nur die Lüftungsdüsen und es ist alles sehr reduziert. Sitzheizung habt ihr übrigens hier jeweils an der Seite. Hier habt ihr dann die Bedienung der Klimaautomatik, könnt ihr ganz einfach an- und ausmachen. Und hier über den Regler könnt ihr hier dann auch nochmal manuell die einzelnen Düsen jeweils steuern. 7-Gang DSG haben wir jetzt hier, auch Alcantara, blau wieder hier im Schaltsack. Wir haben eine Sportabgasanlage, habe ich euch ja gesagt, beziehungsweise eine Klappenregelung, da kann ich draufklicken, dann wird es eben Motorsound Sport oder eben Standard, zeige ich euch gleich. Und mit diesem kleinen Toggle hier steuern wir da vorne dann alles für die Navigation, aber eben auch fürs Infotainment. Hier haben wir noch einen Cupholder und hier habe ich noch mein Handy und mein Geldbeutel drin. Okay, es ist doch relativ eng geworden in diesem Auto, deswegen ist es jetzt da drin. Und mein Highlight, schaut mal, die Anschnallgurte sind jetzt hier auch nochmal mit einem Blau verziert. Sehr, sehr cool. Und jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir fahren jetzt gemeinsam los. Beziehungsweise eine Sache möchte ich euch noch kurz zeigen, und zwar haben wir hier die adaptiven Dämpfer und das kann ich da vorne alles einschalten, beziehungsweise mir anschauen. Wenn ich hier auf Menü klicke, habe ich hier da vorne das Infotainment-System und kann es dann steuern. Hier habt ihr dann eben alles zum Fahrzeug und das möchte ich euch schnell zeigen. Hier habt ihr dann eben die Reifendruckanzeige, Motordaten und so weiter und so fort. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist hier am Lenkrad. Wenn ich hier auf Drive Select klicke, habe ich Komfort, Auto, Dynamic und Individual. Und wenn ich hier runter auf Individual gehe, was kann ich alles einstellen? Das Motor und Getriebe kann ich jeweils in Auto, Komfort oder dynamisch machen. Die Dämpferregelung, die Lenkung, Quattro und auch den Motorsound. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, das ist jetzt mal das Wichtigste gewesen. Jetzt starten wir unseren TTRS und hier vorne auf dem Start-Stopp-Knopf, ich stehe übrigens total auf das Lenkrad, unten abgeflacht, auch wieder blaue Ziernähte, Alcantara jetzt hier in der Grifffläche und wir haben jetzt hier auch noch Schaltpedal, mit dem wir manuell mitschalten können. Und was ich euch als erstes zeigen möchte, ist der Sound. In Dynamic habe ich jetzt schon geschaltet. Wir haben jetzt den Motorsound in Sport eingestellt und das hören wir uns jetzt mal an. Gut, ich mache das jetzt nochmal aus, dass ihr den Unterschied hört. Ja, kleiner, aber feiner Unterschied. Rückfahrkamera zeige ich euch auch noch schnell. Hat er jetzt keine konfiguriert, sehr schade, brauchen wir jetzt hier aber auch nicht. Und was wir jetzt machen, ist gemeinsam losfahren. Sitzposition habe ich auch sehr schnell gefunden. Und dann geht es jetzt auch schon los und ich glaube, Jan hat jetzt ziemlich Schiss, ist mir aber egal. Er ist ja der schlechteste Beifahrer auf dieser Welt. Und warum habe ich mir jetzt heute bei der Tour den TTRS geschnappt? Ich mache mal hier die Scheiben vielleicht hoch, dass ihr mich ein bisschen besser hört. Weil ich Cabrio fahren wollte. Ich bin ja ein Cabrio-Kind, ich finde es einfach mega geil und ich wollte hier den 5-Zylinder fahren. Es geht bei dieser Quattro-Tour ja um den 5-Zylinder. 2,5 Liter, 400 PS, 480 Newtonmeter, maximales Drehmoment und vor allem geil ist nicht nur der Sound hier, wenn man hier durch diese krassen kurvenreichen Straßen fährt, vor allem eben auch durch Tunnel und so weiter, sondern wir haben hier einen Quattro-Allradantrieb. Heißt, ich komme jetzt hier mega geil um die Kurven. Ich fühle mich hier wie auf Schienen, obwohl es jetzt ein paar Mal geregnet hat. Auch das kriegt der Audi richtig gut hin. Übrigens den Audi RS3 sind wir ja auch schon gefahren. Schaut da gerne mal in unsere Reviews, ist super spannend, weil der hat ja jetzt auch noch diesen Torque-Splitter. Heißt, der verteilt auch das Drehmoment auf die jeweiligen Räder und damit könnt ihr dann noch einfacher driften. Mega geil, schaut auf jeden Fall vorbei.
Und jetzt aber hier zu dem hier. Beschleunigung 3,9 Sekunden auf 100, das ist super schnell. Ihr habt jetzt hier eben diese unreine Zündreihenfolge 1, 2, 4, 5, 3. Ich stehe total auf den 5-Zylinder. Und jetzt ist natürlich die Sache, Rundumsicht habt ihr hier jetzt auch eine gute, das brauche ich euch nicht erzählen. Wir haben jetzt hier eine Cabrio. Ich würde auch auf jeden Fall immer das Cabrio wählen und dem Coupé vorziehen, einfach weil ich es total gut finde. Und jetzt sprechen wir noch über den Verbrauch. Angegeben ist er ja bei etwas über 9 Litern. Wir haben jetzt hier eher so 10 bis 11 Liter gebraucht. Also 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, das ist echt super gut. Auch die Lenkung ist mega geil hier, vor allem im Dynamikmodus, den wir jetzt hier drin haben. Das ist direkt, ich komme hier total schnell rum. Der Quattro hilft mir in jeder Kurve hier durchzukommen. Und falls uns das jetzt aber zu ruppig wird, können wir hier jetzt auch ganz einfach bei Drive Select mal auf komfortabel gehen. Und dann haben wir eben diese klassische Audi-Spreizung, heißt, ich kann jetzt hier komfortabel fahren. Ich kann beispielsweise auch meine Kinder, wenn ich welche hätte, in den Kindergarten bringen und habe auch nicht mehr so einen lauten Sound. Das heißt, ich störe auch meine Nachbarn nicht mehr so. Wenn ich jetzt aber wieder hier zurückgehe, gehe ich einfach wieder in Dynamic, weil ich stehe einfach auf diesen Sound. Ich stehe so drauf, dass auch die Gasannahme viel besser wird und viel stärker wird. Und vor allem eben dieser Kurvenjäger. Das ist so cool, wirklich. Ich liebe dieses Auto und am liebsten hätte ich es auch. Ich bin sehr traurig darüber, dass es ihn bald nicht mehr geben wird. Ich bin gespannt, wohin das ganze Thema mit der Elektromobilität gehen wird. Und was wir jetzt auch machen können, ist mal ganz langsam fahren. Und jetzt machen wir mal gemeinsam das Dach hier zu. Da muss ich jetzt hier drauf drücken und es fährt jetzt zu. Ist jetzt natürlich ein bisschen traurig, aber auch meine Frisur muss man schonen. Das funktioniert jetzt super easy und vor allem sehr schnell. Und jetzt ist das Dach zu und wir können jetzt hier eben auch mit geschlossenem Dach, falls es mal regnet, vorhin hat es geregnet, fahren. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt auch direkt wieder auf, weil erstens wird es hier drin dunkel und zweitens halte ich es nicht lang ohne mein Cabrio aus. Noch die letzten warmen Sommertage hier genießen. Und ja, ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen jetzt hier auf die kurze Fahrt durch Südfrankreich. Ich stehe auf dieses Auto, es ist ein sehr emotionales Video. Ich hoffe, ihr versteht's. Schade, dass es den TTS nicht mehr geben wird. Was ich jetzt mache, ist noch ein kurzes Fazit und ich würde sagen, ihr kommt mal mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und ich bin ein bisschen traurig. Unsere Tour geht heute leider zu Ende, aber ich bin froh, dass ich euch mitnehmen durfte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das jetzt interessant fandet oder nicht. Und warum ist der TTS Roadster denn mein Lieblings-Audi? Die Ausmaße sind einfach perfekt. Ich habe hier ein Cabrio, 2-Sitzer, geiles Leistungsgewicht. Der Sound knallt, ich stehe auf diese unrunde Zündreihenfolge und er hat genug Power für den Alltag. Ich habe aber diese große Spreizung zwischen, ich kann komfortabel fahren bis hin zu sehr dynamisch. Ja, ich liebe dieses Auto, ich bin deshalb umso trauriger, dass es ihn nicht mehr geben wird. Seit 2019 ist jetzt bekannt, dass er eingestellt wird. Ich denke, euch geht es genauso, deswegen schaut ihr dieses Video auch. Und ich habe damals lange überlegt, ob ich ihn mir kaufe bzw. lease. Ich konnte ihn mir aber leider nicht leisten und da sprechen wir jetzt über den Preis und als Coupé beginnt er bei 70.000 €, als Cabrio bei 73.000 €. Das ist zwar auf den ersten Blick ein teurer Preis, ein hoher Preis, aber ihr bekommt ja sehr viel Sportwagen für unter 100.000 €, wie ich finde. So wie er jetzt dasteht, wird er ungefähr 85.000 € kosten und ich finde, da kriegt er viel, aber es ist natürlich nicht wenig. Falls euch das trotzdem zu teuer sein soll, dann könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!